sehr massiv, ey. Geiler Fisch, Alter. Oh, der hat ihn tatsächlich gefangen. Jo, hallo Leute, wir sind hier wieder zurück und ich kann schon mal jetzt gerade direkt von Anfang an feststellen, nach dieser krassen Kanaltour, die einfach nur abreißen war und mich komplett zerlegt hat, wird das hier zusammen mit meinem Kollegen Paul einfach wahrscheinlich die chilligste Angeltour meines Jahres. Ich habe dich kennengelernt auf, ich weiß gar nicht, wo haben wir uns kennengelernt, einfach mal an einem See, genau, an einem See haben wir da kurz gequatscht und ein bisschen Kontakt gehalten und dann hieß es so, ey, lass doch mal zusammen was organisieren. Und er meinte, ja, ich bin hier im Havelraum immer mal unterwegs und ja, wenn man Havelraum schon mal gehört hat, ist halt krasse Gewässerverbund, nicht ganz leicht zu beangeln, aber es soll hier auch mega geile Fische geben und wir haben jetzt hier für die paar Tage eine schöne Tour geplant. Übrigens ist Lukas wieder dabei. Lukas, sag mal hallo. Hi. Hallo Lukas, genau, den werdet ihr auch noch mal sehen. Der Plan ist jetzt hier, wir starten heute Nacht hier erstmal, wir sind ein bisschen spät angekommen hier von diesem schönen Boot. Es wird komplett nur Bootsangeln. Wir machen hier eine kleine Allround-Session. Ein paar Aale zuppeln. Wir werfen natürlich eine Karpfenrute aus und morgen geht es dann auf ein Hausboot und da geht es dann erstmal direkt voll auf Karpfen. Und ja, ich glaube, es wird einfach unglaublich chillig. Wirklich ein Aal. Aber na, das ist so dieses leichte Zappeln, ne? Ui. Aber da kommt irgendwas, warte mal. Guck mal, ist ein Ali G in der Haus. Der Paul hat den ersten. Aber der ist ein bisschen noch zwergwüchsig, ne? Wir sind am Ziel, beziehungsweise wir haben noch gar nicht so viel erzählt, aber wie man hier vielleicht im Hintergrund sieht, wie schon gesagt, wird das hier eine Karpfen-Session und wir haben uns dieses Mal nach diesem ganzen Kanalstress ausgedacht, die chilligste Session der Welt zu machen, nämlich auf einem wunderschönen Hausboot. Und da haben wir jetzt echt die Option hier in diesem unglaublichen riesen Havelgebiet und Havelraum einfach ja, mal schnell abzulegen, den Spot zu wechseln. Wenn es gut läuft, bleiben wir irgendwo. Haben halt echt so alle Optionen offen. Wir werden euch da auch eine kleine Tour nochmal drinnen durchgeben, wenn wir ein bisschen aufgeräumt haben. Wir haben jetzt gerade erstmal die 4 Anker gesetzt und so. Es ist halt auch wieder ein ganz anderes, also ja, vorbereiten, diese Anker setzen, abspannen und so ist auch wieder eine ganz andere lustige Angelwelt. Und Lukas, ja, was sagst du hier zu der Wasserfläche? Auf jeden Fall mehr, als ich je gesehen habe. Ist krass, ne? Mhm. Also ich kenne große Seen, aber das ist echt massiv. Also es ist so viel Wasser, das ist Wahnsinn. Aber es wird geil.
ich habe gehört, Hafenraum ist auch nicht ganz easy. Also die haben halt so viel Platz, wo sie hinziehen können. Aber es gibt halt Maschinen und wahrscheinlich krass geile Fische hier. Ne? Ja, und genau, die erste Nacht haben wir jetzt gar nicht so viel gezeigt. Wir haben erstmal eine Nacht nach dem Ankommen, wollten wir nicht gleich durchdrehen, sind mit so einem schönen kleinen Motorboot von Paul. Sind wir einfach erstmal da in so einen kleinen Kanal, Altarmbereich da irgendwo reingefahren, haben einfach eine Nacht geankert, ein bisschen Aal geangelt, einen Aal haben wir sogar gefangen, haben auch Karpfenruten ausgeworfen, aber wir haben da jetzt nicht groß gelotet, einfach so Instant Single Hookbait. Und jetzt geht es aber hier so richtig los mit dem Karpfenangeln. Und ja, wir stehen hier auf einem Plateau, quasi fast mitten im See, was 70 cm tief ist. Krasses Krautfeld und Kanten und super viel Struktur. Wir checken jetzt nochmal die Stellen ab und melden uns dann zurück. Und am besten mit Lukas, seinem ersten großen Naturseefisch. Bam. So Leute, der Paul, Fisch. Schön. Tuton. Leute, da ist die erste Woche eingestiegen und gleich echt ein schöner Fisch. Mega fett. Wir haben heute den ganzen Tag eigentlich super Stress gehabt, die ganze Zeit nur durchgezogen und dann Anker gesetzt, dann wurden die Anker verzogen. Dann hatten wir die Routen draußen, sind Boote durchgefahren und den ganzen Tag nur Stress, deswegen haben wir wenig gefilmt. Und jetzt haben wir aber diesen ersten richtig geilen Fisch und erzählen euch dann morgen, was wir so gemacht haben. Auch geil, Alter, wir haben den voll unterschätzt, ich glaube, der ist gar nicht schlecht. Ja. Schon fett, Alter. Und Steigungskarte. Aber der Brüll war echt nicht spektakulär. So Leute, hier der erste Fisch dieser geilen Havel-Tour, den Paul abgeräumt hat. Echt ein super geiler, schicker Fisch. Und wie sehe ich das richtig, Paul? Der erste Fisch, so ein Steinmontagenfisch. Ja, so sieht's aus, ne? Auf jeden Fall schicke Ding. Hätte auf jeden Fall sonst nicht gefangen, ganz klar. Ja, total klar, auf jeden Fall, ja. Oh, krasse Bemühungen, die wir hier getätigt haben, ne? Also, Ja. man muss die Boote herkriegen, man muss hier füttern und dies und das. Also, es ist schon echt ein krasser Aufwand, finde ich. Ja, das stimmt auf Nicht jeden Fall. drin, denke Echt ich. super viel Aufwand betrieben für diesen So. Fisch, aber der lohnt sich auf jeden Fall. Alter, hast du das auf Video? Alter, was ist denn das für ein Reflex? Scharf, Alter, den wollte ich nicht gehen Was lassen. ist denn das für ein Reflex gewesen? Echt ein Fisch, also was da abgekommen ist, Richtig geil. Mega. I feel like every word is so translucent, so real. Oh, won't you tell me how you do it? Now I'm high, but the buzz in the room surrounds
Jo, ihr habt natürlich gerade gesehen den geilen Fisch von Paul, der Auftaktfisch. Das sollte natürlich nicht der letzte sein, weil, wie er schon gesagt hat, bei dem ganzen krassen Aufwand wäre es schon geil, wenn wir noch 2, 3 mehr rausholen. Aber wir haben gestern den ganzen Tag gemacht. Jetzt tagsüber ist Angeln auch gerade nur so halb möglich, weil wenn ihr hier mal so auf die Schnur guckt, ich weiß nicht, kriegst du das drauf? Dann hängt halt so viel Kraut in den Schnüren und ist so Druck drauf, dass wahrscheinlich nicht mal mehr sicher ist, ob die Sachen noch liegen. Aber ich wollte die Zeit mal nutzen, um euch hier mal eine kleine Bootstour zu geben. Das ist unsere wunderschöne Terrasse. Ne? Man sieht auch so platztechnisch. Wir haben halt hier so die Pots zu stehen, 6 Booten vorne, eine kleine Bank. Also man hat jetzt nicht so viel Platz. Hier sind unsere kleinen Beiboote, um die Routen rauszubringen und Spots zu machen. Hier einmal die Mini-Version oder hier ganz drüben. Liegeschlinge, alles gleich drin, Futter, falls wirklich einer abgeht, sind wir vorbereitet. Für meine Verhältnisse super aufgeräumt. Also wir haben uns da echt einfach Mühe gegeben, das hier ordentlich zu halten. Aber ja, bei 3 Leuten kommt halt echt eine Menge Gepäck zusammen. Dann haben wir so eine kleine Sitzecke, das Bett hier fahren wir aus, dann schlafen wir jetzt zu zweit. Das ist richtig Kuschelstimmung. Paul und ich, wir haben uns auch nachts, es war schwer uns nicht anzufassen. Also, Oh ja. und ja, kleine Küche, Kochecke, super schick auch eingerichtet, finde ich, diese geilen Holz. Hier oben geht dann Lukas mit der Leiter hoch und schläft da oben. Also wenn man dem mit Fisch abläuft, dann muss er erstmal sich hier todesmütig die Leiter runterstürzen. Ich habe schon gesagt, wahrscheinlich tritt er dann dabei auf uns rauf. Und dann geht's raus. Also es ist echt halt so ein bisschen auch spezielles Angeln. Ja, ne, hier kleines Badezimmer, auch so klein, aber fein. Sogar mit Dusche, alles was man braucht. Hinten raus hast du noch mal eine kleine Terrasse. Liegt die Matte gerade vom Trocknen. Ja, ist unser Boot. Schon ganz geil. Und man muss ja sagen, was eigentlich wirklich auch lustig ist, wir haben so ein bisschen was Angeln für mich noch so für Aspekte hat. Und hier hat es auf jeden Fall einen Aspekt, nämlich eigentlich dachte ich, das wird der chilligste Angeltrip, den ich jemals habe. Und ja, dann mal so Nachmittag ein Säckchen, gleich wird der 15 Kilo Hugo geöffnet. Kann man hier Ja, schon machen. ich habe mal so ein Ritual. Also bei 30 Pfund, 15 Kilo gibt es eine Pulle Hugo. Und der Fisch hatte 14,7, aber ich denke mal für die Bemühungen kann man da schon mal verspätet eine Pulle öffnen. Wie gesagt, man muss sich das mal überlegen, das sind hier, weiß nicht wie viele 1000 Hektar. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie viele Hektar dieses ganze Haveldreieck hat. Wir haben so geschätzt 3.000, 4.000, 5.000 Hektar, keine Ahnung. Diese riesen Wasserfläche, da ist halt ein 50 Kilo Fisch zu fangen einfach mega. Was ein Ausblick! Ist doch mega geil, oder? Hier hat er eine schöne Solaranlage drauf. Hier ist jetzt gerade so ein bisschen unser Ablager, aber man könnte sich halt hier auch Liegestühle hinpacken und einfach hier oben chillen, wenn es ein bisschen windstiller ist. Ja, entspanntes Angeln. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil von Angeln. Einfach mal runterkommen und entspannen. Ja Leute, ne? Und jetzt könnte man ja denken, ja, die Typen da auf dem Hausboot mit ihrem fetten Kahn, das ist doch kein richtiges Angeln. Ja, könnt ihr bitte ein bisschen im Bogen fahren? Könnt ihr bitte einen kleinen, also ein bisschen so rumfahren, weil hier liegen die Angelschnüre so lang. Ja. Ja, so und dann da so ein bisschen außen rum. Dankeschön. Hast du drauf? Wir nehmen gleich eine Route mit Motor. Könnt ihr bitte in die Richtung fahren? Ja, also, ne, witzig, das ist das Drehbuch, das das Leben schreibt. Das ist hier so eine Situation, hier haben wir einmal die Stunde, dass wir Leute irgendwie versuchen außen rum zu lotsen, weil wir im 70 cm tiefen Wasser die Schnüre halt ganz knapp unter der Oberfläche sind. Und wir hatten jetzt schon 3 gekappte Schnüre, 4, heute Morgen 4 gekappte Schnüre. Also, ja genau, aber man könnte ja sagen, oh, ja, ist ja so ein Luxusangeln hier mit fettem Boot und Hausboot und bla bla. Aber der Witz daran ist, nee, es ist eine Angelwelt.
Und da komme ich dann immer wieder zurück so zu diesem ganzen Plan dieser Videoreihe. Ja, es ist auch eine Angelwelt, so kann man angeln und es ist mega geil. Und der Plan war eben einfach, auch mal zu zeigen, für mich ist einer der wichtigsten Aspekte und ich glaube für viele Leute abschalten beim Angeln. Also ganz viele, glaube ich, gehen raus ans Wasser, um mal zu vergessen, den Alltag zu vergessen, mal runterzukommen, diesen natürlichen Rhythmus zu spüren. Und bei dem habe ich auch immer so ein, wenn ich 7 Tage am Wasser bin, dann kriege ich so eine richtige, urige Verbundenheit wieder zu diesem natürlichen Gefühl, weil die Vögel hören abends auf zu zwitschern, fangen früh wieder an, so alles fährt runter, die ganze Natur, man kriegt wieder so einen natürlichen Rhythmus und ist einfach so raus und schaltet ab und entspannt und das ist auch ein richtig geiler, sehr wichtiger Antrieb fürs Angeln, glaube ich, abseits von der Fischjagd. Aber der Spaß ist natürlich, hier war es überhaupt bis jetzt gar nicht chillig, also heute das erste Mal, oder Lukas, heute ist mal ein bisschen... Also richtig chillig war es noch nicht. Also, 4 gekappte Schnüre, 3 Anker, die wir neu gesetzt haben. Also vorhin dann einfach, wir haben jetzt hier so schöne Böen auf dem Hausboot, das ist natürlich wie ein Segel und auf einmal fangen alle Routen an sich zu biegen, da sind wir erstmal 5 Meter abgetrieben und dann musst du halt super schnell, da nachziehen, Anker wieder setzen, Stangen reinschlagen, wir haben so meterlange Stangen in den Boden gedrückt, damit es einigermaßen hält. Kleinen Bogen. Danke. Nee, schaffen wir nicht. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm just a flight to get up in your. Reboot is charging. I can't waste my time with someone slowing me down. So high, I'm floating. I'm shining in my prime. Start rolling over 'cause you can't take my crown. Also Leute, eine Sache ist ja, Brassenangeln macht natürlich keinen Spaß und ich hätte auch lieber einen Karpfen, aber ich glaube, das hier ist eine krasse Brasse. Mega krass. Alter, ist das nicht mal eine geile Brasse? Can't take my crown. Can't take my crown. Rewind my circuits, but you don't get that courage 'cause you can handle my game. Hier ist jetzt mal so ein Spot von mir zum Beispiel, der ist ungefähr, was werden das sein, 200 Meter entfernt, vermutlich. Das ist eine schöne Sandbank, da geht es von 3,50, so eine recht langsam abfallende Kante, hoch auf 2,50 und ich habe erst unten geangelt, jetzt bin ich hochgegangen auf das Plateau, weil die Jungs ja auch flacher fangen und ja, da angel ich jetzt wie wild und versuche mal, wie gesagt, bis jetzt eine Brasse ist natürlich nicht so geil. Ich habe ja auch nur bräulich gefüttert, trotzdem sind die da. Aber ich denke, der Spot ist eigentlich heiß. Wo Brassen schwimmen, meistens auch irgendwo Karpfen rum, muss ich nur an den vorbeikommen. Ja Leute, und hier angel ich eigentlich meine Standard-Ablegemontage. Das ist halt wirklich ein ganz normales Blowback-Rig, hier ein kleines Tungstengewicht. Ich habe hier jetzt mein Kissen ran gemacht, weil ich wollte, dass ein bisschen mehr Einsaugdruck notwendig ist, um das vom Boden wegzubekommen. Und dann hier einfach unser Zip
meine Lieblingsbootsablegemontage, weil er löst sehr zuverlässig aus und wirklich alle von uns angeln eigentlich hier nur den SIP. Das ist jetzt kein großes Montagenhexenwerk, relativ solide Vorfächer, relativ stabil, weil auch viele Muscheln sind. Und jetzt nehme ich mir halt einfach einen Stein, hier sieht man auch, kann scharfkantig sein, ist total egal. Und den spanne ich wirklich hochkant ein, dass wenn er unten ankommt, sich schön flach hinlegt und das alles flach da liegt. Meine Montage hier. Und dann nehmen wir zwischendurch immer noch unseren Loop mit dem kleinen Slip-M-Gummi, hier so ein Karabiner und hänge halt nochmal 2 Absenker rein. Also ich hänge einmal ich lege auf 2,50 ab, fahre runter zu 3,60, hänge den ersten Absenker ein, damit die Schnur gleich runter geht ins Tiefe. Dann fahren wir Richtung Boot und da haben wir halt diesen ganz großen 1 Meter tiefen Bereich mit dem ganzen Kraut. Und die Schnur legt sich oft nur so ein bisschen auf das Kraut rauf, hoch, runter, immer wieder unterschiedlich. Und wenn halt ein Boot durchfährt, sammelt das sofort alles ein. Deswegen müssen wir da mindestens noch einmal absenken. Und da ist der Loop hier echt eine geile Option für diese Angelei, eigentlich perfekt, weil der Stein nach dem Biss rausfällt. Auf jeden Fall, wenn man jetzt einen Karpfen dran hat und rausfährt mit dem Boot und über diesen Stein kommt, dann fällt er auf jeden Fall raus. Man kann halt mehrere Absenker reinhängen, ohne jetzt am Ende 1000 Gramm reinzuziehen. Und ja, einfach ein paar Steine. So wird hier geangelt. Mal gucken, ob noch einer drauf geht. Safe. Ja, zweite Nacht vorbei. Ereignisreich war es. Erfolgreich nur so semi. Ja, so kann man es sagen, ja. Heute, wie man hier jetzt sieht, haben wir echt wesentlich coolere, entspanntere Bedingungen und auch mal ein bisschen Zeit noch zu berichten. Weil gestern war wirklich den ganzen Tag nur Action, Sturm. Wir mussten das Boot nachspannen. Dann, ich glaube, in dem letzten Gespräch wurden wir dann noch unterbrochen, weil 3, 4 Boote hier lang gefahren sind. Dann haben die gleich wieder Schnüre gehabt. Ich glaube einfach von Booten, die hier super nah lang fahren. Aber da haben wir auch nochmal einen spannenden Aspekt. Da werden wir euch nachher nochmal zeigen, wie wir die Fischzone-Montagen zum Absenken einsetzen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ansonsten, was war heute Nacht los, Lukas? Ja, nachdem die Anker und die Stangen wieder drin waren, hatten wir ein bisschen Zeit, haben wir die Routen wieder rausgebracht. Jeder auf seine Stelle. Eine neue Stelle hat man noch gesucht für mich. Ich wollte nicht mehr so weit rausfischen wegen den Booten und habe dann eine praktisch genau hinter uns gefunden. Da haben wir auch drauf gefüttert, eine Route drauf gelegt und gegen 3 Uhr haben wir dann voll ranbekommen. Ich habe so eine kleine Koje und da muss ich erstmal runter. Währenddessen war Carsten schon an der Route, hat die schon aufgenommen und leider ist der nach einem echt super ran, ist der Fisch dann aber ausgestiegen. Wir hatten uns eigentlich darauf geeinigt, dass ich die Kamera nehme und warte, bis Lukas kommt, dass er sein bisschen alleine annehmen kann, aber der ist halt voll reingeballert. Ich habe die Route aufgenommen und die war auch direkt richtig krumm, also echt ordentlich Bums dahinter und nach 2 Sekunden hat es Bub gemacht und am Ende ist halt irgendwie, der hat leider das Vorfach gekappt. Hier sind halt auch ganz viele Muscheln jetzt an der Kante. Ja, und heute Morgen lief alles ein bisschen verrückt. Paul ist dahinter rausgefahren zu seiner Route und man muss sich hier vorstellen, er legt die eine Route durch vielleicht erstmal 100 Meter Kraut in oh Mann, genau, in knapp, also er legt die über 100 Meter Kraut, das gerade mal 1 Meter tief ist und die Schnur liegt da halt komplett durch und weiß ich was, verfitzt. Wir müssen absenken, manchmal 2, 3 Mal teilweise, damit die Boote nicht reinfahren und er hatte auch einen Biss, ist dann kontrollieren gefahren, Stein war raus aus der Montage und die lag ein bisschen auch verzogen, aber wahrscheinlich, es wäre ein Fallbiss gewesen und dadurch haben wir den hier wahrscheinlich einfach nicht gespürt, weil die Schnur in den Kraut festhängt. Jetzt ist Carsten der Brassenkönig.
diese Monsterbrasse. Ich glaube, du bist der Einzige hier am Boot, der gerne Brassen fängt. Naja, ich sage mal so, ich gebe mich damit zufrieden, dass das die Vorboten von meinem 20-Kilo-Fisch sind. Ja. Und du bist der Einzige, der es schafft, selektiv mit 30er Big Balls auf große Brassen zu angeln. Alter, 32er und dann beim Rollen verklebt. Also es war mindestens ein 40er. Ich werde hier die ganze Zeit ausgelacht, dass ich hier so Montagen mit so Pop-Ups und so angel. Das lockt ja nur die Brassen an, aber ich würde sagen, das ist vollkommener Quatsch. Das funktioniert einfach blendend. Also schön Brassen. Na los, lass es ziehen. Ich werde gleich eine Flasche Shampoos aufmachen. Ich habe immer eine Flasche Sekt mit für die 20. Brasse. In Folge. You'll never feel the way I feel. You don't know if my love is real. Baby, listen to me, here's the deal. When you're not here, I'm not the same. I'm needing a new chapter, babe. Been stuck here in a bed for days. I've been staring at the telephone, cause when you're gone, I miss your face. Late o'clock, body talk, there's no need to bring it up. Nothing you say makes it better. Wrecking ball, tear apart, issues left behind, restart. Nothing you say makes it better. Ay, bring it right back to me, baby. No, we've been here before. Give me the real this time. Jo Leute, letzte Nacht steht vor der Tür und irgendwie hat sich das Ganze jetzt hier echt zu so einem Brassenfest eingependelt. Also Paul, der die ganze Zeit noch Witze über uns macht, von wegen, dass wir hier die ganze Zeit Brassen fangen und bla bla bla. Ist jetzt gerade selber draußen, hat ein paar Piepser und dann fällt der Swinger mal ganz langsam runter. Und ja, ist super spannend. Wir haben jetzt echt hier so Big Balls dran und auch nicht mehr irgendwie Partikel gefüttert oder irgendwas, sondern nur noch Boilies gefüttert. Und jetzt ist die Spannung so am Siedepunkt, was die letzte Nacht noch passiert. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht sehen wir uns gleich wieder mit dem Fisch. Richtig dicke Krautbrasse. Das bleibt dann wohl das Ende hier. Ja, hallo zusammen. Also die Jungs sind ja nur abgereist und habe jetzt noch mal allein geangelt. Kam noch mal ein bisschen was, also ein paar kleine kamen noch, reichlich Brassen, wenig geschlafen. Noch ein Schuppi mit gut 10 Kilo gefangen. Den zeigen wir euch jetzt noch mal. Mittlerweile ist auch wieder so viel Wind, Hausboot mehrfach gedreht. Also ich sag mal, ist ein relativ krasser Hassel hier und Tobi ist jetzt auch da, der Besitzer vom Hausboot, der uns quasi das ermöglicht hat, hier vom Boot zu angeln. Tobi, hi. Jetzt zeigen wir euch noch mal den Schuppi. Also gut 10 Kilo, aber relativ langes Teil, also so wildkarpfentechnisch.
Okay, ansonsten wir ziehen jetzt so um, nochmal in eine andere Region, gucken was die Aale machen, vielleicht nochmal eine Stelle, 1-2 Tage gefüttert, geangelt und wir sind auf jeden Fall noch ein bisschen draußen und alles klar, ansonsten maximal euch allen, wa? Ciao, ciao. Ja, hier sieht man auch nochmal, was er sich so alles reingejaucht hat, überwiegend Dreikantmuscheln. Und man sieht noch ein paar kleine Partikelchen von meinen Murmeln. Alles klar. Ciao, ciao.